I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and sit down. Es gab also Eheprobleme zwischen den beiden. Sehr nice. Na gut, Eheprobleme sind nie nice. Gut. Galloway wartet schon am Auto. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Jacob ist also nicht unser Mann, meint Galloway. Gut, dann schauen wir mal. Da kommen wir nicht rum. Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, if the broad keep the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Calling all cars. Citizen reports officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. Schauen wir mal, wo wäre das denn? Schon wieder so weit ab vom Schuss? Nee, machen wir nicht heute. Muss nicht sein. Nee, wir handeln diesen Code 3 nicht. Wir fahren hier lieber mal kurz querfeld ein, stechen hier einfach mal kurz durch und sind dann direkt um die Ecke von dem Apartmentgebäude, wo sich der Mann von Celine Henry aufhalten soll. Jo. Ich glaube Apartment 2 war es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bonk. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Okay. Schauen wir uns hier mal um. I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. Was haben wir hier? Können. You think the atmosphere's thick in here? Ah, so geht das also. Yes. Thanks for the offer. I need to do something about my wife. He'll be back any moment. Just sit tight. Hey. The oldest problem there is, what to do about the old lady. Das klingt nicht nice. Morddrohungsnotiz. Was haben wir hier? Da können wir mal reinschauen. Size 11s.
Schuhgröße 45, das würde glaube ich nicht passen. Ich muss mal kurz ins Notizbuch schauen. Hinweise. Schuhabdrücke Größe 41 wurden am Tatort gefunden. Da ist nichts mehr hinten, oder? Sieht nicht so aus. Hier können wir auch nichts machen. Was ist das hier? Ein Baseballschläger. Doesn't look like anything. Er sieht unwichtig aus. Wir haben nur Gewalteinwirkung durch einen stumpfen Gegenstand und hier liegt ein Baseballschläger rum. Einfach so. Ja, es ist auch unwichtig, natürlich. Ist doch klar, dass der Baseballschläger dann unwichtig ist, ne? So, die Motterungsnotiz. Abfalleimer haben wir anscheinend nichts mehr. Da scheint sonst nichts mehr zu sein. Unterhalten wir uns doch mal. Advice? Ask him some questions. Keep it simple. I'll do the rest. So, Bewegung des So Opfers. who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Er scheint sich dabei aber nicht wohl zu fühlen. Ich würde es fast mal anzweifeln. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. Okay, das war die falsche Antwort. Letzter Kontakt mit Opfer. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night, I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Er machte genau den gleichen Eindruck wie vorher. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Okay. Mordmotiv. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Das würde ich mal stark anzweifeln, Leute. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Big Mouth? Ja, Big Mouth can back that up. Wir haben hier diese Notiz gefunden. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Okay. Hast du dein Alibi, Junge? So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Scheint sich da aber nicht mal ganz so sicher zu sein, wenn ich die Augenbewegung merke.
So you were here, tucked up in bed, while someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got? Talk to the bartender at the Bomba Club. He'll tell you he called here last night, and I answered the phone. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Heilige Scheiße, was ist denn mit dem jetzt falsch? Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Okay. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Okay. Damit ist Jakob Henry verhaftet. Und natürlich weiß ich, was ich falsch gemacht habe, wenn ich hier mal ins Notizbuch schaue. Alibi des Ehemanns. McCall hat mehrfach angerufen. Aber irgendwann ist keiner mehr rangegangen. Das heißt, der Kerl hatte kein Alibi. Was wir damit hätten beweisen können, was wir natürlich nicht gemacht haben, das war ein bisschen doof. So, Mandes Apartment fahren wir dann noch schnell hin, denn der Kerl scheint auch nicht verdächtig zu sein. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. So, schauen wir mal, was uns hier bei Mandes Apartment erwartet. So, bevor wir reingehen, muss ich aber gerade noch eine Sache loswerden. Ich habe nämlich gerade gesehen, während wir im Apartment von Mr. Henry waren, hat jemand im Twitch-Chat geschrieben, ich streame ja alles live, während ich aufnehme, und da hat mir jemand im Twitch-Chat Bescheid gegeben, dass meine heutige Folge, die ja möglicherweise geschütztes Material enthält und möglicherweise vom Producer von dem Lied, das da verwendet wurde von Eleanor, was da im Radio lief,
dass es möglicherweise rausgenommen wird, das Video, oder einfach gemutet oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall, das Video von heute ist nicht verfügbar in Deutschland. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Stelle muten müssen, was ein bisschen scheiße ist. Und werde hier sämtliche weiteren Folgen auch ohne Radio spielen müssen, also ohne Musik. Das wollte ich nur gerade mal so ein bisschen anmerken. Ist doch mal schön, wenn man hier einen Chat hat, wo man das öfter mal so ein paar Sachen sich zeigen lassen kann. Und Arrangement und Apartment 16. genau, Apartment 16. Würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ziemlich großes Haus, wenn man ehrlich sein soll. Ich meine, 16 Apartments. Ah, 4. Stock. Ist mal also ganz hoch. 1. Stock. Also drittes Obergeschoss, das ist in den USA, ja. (14, 13). Da ist Apartment 16. Okay. Take a look around and see what you can find. Irgendwas finden. Okay, schauen wir mal. Oh, warte. Was ist das denn da am Boden? Eine Menge schmutziger Wäsche. Eine Zeitung, die wir nicht aufnehmen können. Okay. Gut. Da hängt auch nichts, was uns interessiert. Nichts Spezielles. Okay, was haben wir hier noch? In der Küche. Eine Eierschachtel. Moment mal. Das ist Kavanaghs Bar, oder? Hoppala. So, was haben wir hier denn? Oh. Ein Lippenstift. Brothers could match the color and brand of the body. Was ein gebrauchter Lippenstift und was noch viel mehr interessiert, Hallöchen. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Ja, das Blut kann man sicher bestimmen und ja, sieht ganz so aus, ein blutiges Hemd. Ne, es ist eine Verpackung, ist nur Papier da drin. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendez, stop right there. Dass die Leute immer über die Dächer abhauen wollen. Wir sind verdammt noch mal nicht bei Assassin's Creed. Wie mir letztens freundlicherweise über die Kommentare auf YouTube gesagt wurde, dass Assassin's Creed es schon vormacht, dass man über die Dächer immer entkommt. Dies ist aber leider der falsche Publisher, Leute. Jetzt, bis der hier unten ist. Da haben wir Galloway. Der ist sehr schön mit dem Wagen vorgefahren, das heißt, wir können jetzt mal richtig Gas geben. Hit him, Cole. Spin him out. Alter, Leute, was geht denn hier los? Hier los, genau, hier los. Yo. Ich kann schon wieder gut reden hier. Hit him. Clean this asshole off the road. Wir müssen von der Straße drängen, aber wie, wenn ich kaum rankomme. Alter. Ah. Galloway macht auch ein bisschen.
Schön, Galloway hat die Reifen erwischt. Nice one. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Hands behind your head. Nice job, Galloway. I ain't saying a goddamn thing. Damit hätten wir auch Mendes You did a verhaftet. grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Ich glaube, dieser Captain mag den Galloway ein bisschen lieber als den Phelps. Gab's wohl keinen Trink für Cole. Tja, aber wir haben den Fall des Lippenstiftmörders erfolgreich abgeschlossen. Ein paar gefundene Hinweise, einen nicht. Schade. Auch 2 Fragen nicht richtig und wir haben einiges an Schaden verursacht, aber meine Fresse. Der Verdächtige ist gefasst, auch wenn du Jacobs in einer Zelle der Central Division hast schwitzen lassen. Tja, da kann ich leider nichts für. Musste ich leider machen, weil ich ein paar Beweise nicht wirklich hinbekommen habe. Ui. Ja, ich sehe hier gerade, ihr seht auf eurem Screen wahrscheinlich immer noch den Fall. Das passt mir aber gerade, denn ich sehe auf meinem Screen, dass offenbar mit Noire ein Fehler aufgetreten ist und ich deswegen das Programm beenden muss. Dann würde ich sagen, noch ein Fall lohnt sich nicht, es ist schon 11 Uhr abends für mich. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und sehen uns demnächst mal wieder in der nächsten Folge von Let's Play Noire. Bis dahin, ciao, ciao.